wurde Dracula zum berühmtesten Vampir der Welt. Über 100 Jahre nachdem sein Schöpfer zur Ruhe gebettet wurde, lebt Dracula als bekanntester Vampir aller Zeiten weiter. Dieser transsilvanische Adlige war jedoch weder der erste noch der populärste Vampir seiner Zeit und fast wäre er auf ewig im Dunkeln vergraben geblieben. Dracula tauchte zuerst in Bram Stokers gleichnamigem Roman von 1897 auf. Aber das war bei weitem nicht der Beginn der Vampirmythen. Bereits seit etwa 800 Jahren gehörten blutsaugende Monster zur Folklore. Das Wort Vampir stammt vom altrussischen Upir ab. Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen datiert man auf das 11. Jahrhundert. Lokale Vampirgeschichten gab es sogar schon vor Ankunft des Christentums und sie überlebten alle Versuche der Kirche, den heidnischen Mythos auszurotten. Vampirgeschichten entstanden durch Fehlinterpretationen von Krankheiten wie Tollwut und Pellagra sowie der Verwesung. Wenn bei letzterer Gase den Körper anschwellen und Blut aus dem Mund quellen lassen, sehen manche Leichen aus, als hätten sie kurz zuvor noch gelebt und Blut gesaugt. Man beschrieb Vampire als aufgedunsen, mit überlangen Zähnen und Nägeln. Das führte zu Ritualen, die die Toten am Auferstehen hindern sollten. Sie wurden mit Knoblauch oder Mohnsamen begraben, gepfählt, verbrannt oder verstümmelt. Vampirgeschichten blieben bis ins 18. Jahrhundert ein lokales Phänomen, bis Serbien in den Konflikt zwischen der Habsburger Monarchie und dem Osmanischen Reich verwickelt wurde. Österreichische Soldaten und Beamte beobachteten und dokumentierten seltsame lokale Beerdigungsriten und deren Berichte wurden veröffentlicht. Die darauf folgende Vampirhysterie wurde so schlimm, dass die österreichische Kaiserin 1775 ihren Leibarzt losschicken musste, um die Gerüchte zu untersuchen und sie wissenschaftlich zu widerlegen. Die Panik endete, aber Vampire hatten bereits bleibenden Eindruck in Westeuropas Fantasie hinterlassen, was zu Werken wie Der Vampir von 1819 und Joseph Sheridan Le Fanus Roman Camilla von 1872 führte. Dieses Buch beeinflusste den jungen irischen Theaterkritiker Bram Stoker. Stoker wurde 1847 in Dublin geboren und war durch eine unbekannte Krankheit ans Bett gefesselt, bis er 7 war. Damals erzählte ihm seine Mutter Märchen und wahre Horrorgeschichten, wie ihre eigenen Erfahrungen während eines Cholera-Ausbruchs 1832, bei der man Opfer lebendig begrub. Später schrieb Stoker Fantasie-, Romantik- und Abenteuergeschichten und 1897 dann Dracula. Obwohl der Schurke und Namensgeber des Buches wohl auf der historischen Figur von Vlad III. Draculea, auch Vlad der Pfähler, basiert, besteht jedoch nur eine namentliche Verbindung. Andere Elemente und Figuren wurden direkt oder indirekt durch verschiedene Werke der viktorianischen Ära wie Der geheimnisvolle Fremde beeinflusst. Der Roman war nur ein mäßiger Erfolg und bei weitem nicht Stokers bekanntestes Werk. Es wird nur kurz in einem Nachruf von 1912 erwähnt. Ein bedeutender Urheberrechtsstreit veränderte Draculas Schicksal jedoch und verschaffte der Figur literarischen Ruhm. 1922 adaptierte ein deutsches Studio den Roman für den Stummfilmklassiker Nosferatu, ohne Tantiemen zu zahlen. Obwohl Namen und kleine Handlungselemente geändert wurden, waren die Parallelen offensichtlich, sodass die Klage das Studio in den Bankrott führte. Um weitere Plagiate zu verhindern, schützte Stokers Witwe das Urheberrecht für die Bühnenversion von Dracula, indem sie einem Freund, Hamilton Dean, dessen Produktion erlaubte. Obwohl Deans Version die Geschichte drastisch kürzte, wurde sie vor allem durch Bela Lugosi's Darstellung ein Broadway-Klassiker. Lugosi spielte ebenfalls in der Universal-Verfilmung von 1931 mit und verlieh der Figur viele ihrer typischen Merkmale. Seitdem wurde Dracula unzählige Male wieder zum Leben erweckt und über den ursprünglichen Roman hinaus unsterblich. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, klicke auf Abonnieren und verpasse keine Gelegenheit, etwas dazuzulernen.